mögliche Gefahren durch ein mögliches neues Lastenausgleichsgesetz, dann das ganze Thema Vermögensregister, ja, was ja irgendwo auch immer wieder besprochen wird. Ja, das sind so mit die wesentlichen Themen. Und letztendlich, wie schaffe ich es, mein Vermögen, mein hart erarbeitetes Vermögen oder halt auch Vermögen aufgrund vom Immobilienverkauf oder durch Erbschaft, wie sichere ich das Ganze ab oder wie kann ich auch einen Teil meines Vermögens internationalisieren? Das heißt, wenn Sie physisch noch nicht so weit sind, wegzugehen, dass Sie letztendlich auch schon mal Teile Ihres Vermögens auch ins Drittland oder außerhalb der EU transferieren. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also wir haben ja, sagen wir heute so ein bisschen dieses Thema so in der Klammer Auswandern und Vermögensschutz. Und ich fange einfach mal an. Ich sage herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview, Podcast, Gespräch mit dem Spezialisten für Vermögensschutz, Daniel Sauer. Daniel Sauer ist ja nicht nur ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet, sondern du befindest dich ja selbst im Auswanderungsprozess, kann man das so sagen, oder? Richtig, jawohl. Ja. Und du berätst ja Menschen, die vor ähnlichen Fragen stehen. Also zum Beispiel, wohin mit meinem Geld, mit meinem Vermögen, vor allem eben dann, wenn ich ins Ausland ziehe. Das ist ja eine Frage, die immer häufiger kommt. Es sind ja Hunderttausende von Menschen aus Deutschland, Österreich, Schweiz ausgezogen in die weite Welt sozusagen in den letzten Jahren. Und dann fragt man sich natürlich, wenn ich jetzt auswandere, was mache ich mit meinem Vermögen? Ich verkaufe vielleicht die Firma, ich verkaufe meine Immobilien, ich habe da noch verschiedene Investitionen, Anlagen laufen. Das Vertrauen in das Finanzsystem wankt ja mächtig. Es hat mächtig an Vertrauen eingebüßt, eigentlich das System. Das liegt natürlich auch an den nicht einzuhaltenden Leistungsversprechen, der Wert des Geldes schwingt und, was man da alles noch erwähnen kann. Da können wir über einige Dinge bestimmt noch sprechen, dann jetzt in der nächsten Stunde. Und wir freuen uns, deine Einblicke und Tipps zu diesem wichtigen Thema zu erhalten heute. Und abgesehen davon wünschen wir dir natürlich jetzt schon mal, bevor wir das vergessen, am Ende zu sagen, alles Gute da mit deinem Vorhaben, mit deinem neuen Lebensabschnitt dann auch im Ausland, wo auch immer du dann mal ankommst. Vielen Dank schon mal vorab, ja. So. Und jetzt wäre genau der wichtige Zeitpunkt gekommen, Daniel, wo du dich unseren Zuschauern und Zuhörern bitte mal vorstellst. Ja, mein Name ist, wie gesagt, Daniel Sauer. Ich bin ja seit um die 26 Jahren mittlerweile schon in der Finanzdienstleistung und seit 2007, 2008, nach der letzten großen Finanzkrise, habe ich mich dann eher kritisch nochmal mit dem ganzen Geldsystem auseinandergesetzt. Sagen wir nicht nach Lehrplan oder wenn du speziell eine Ausbildung machst in diesem Thema, sondern wirklich alles hinterfragt. Und kam dann unmittelbar auch schon ein Jahr vorher zum Thema Edelmetalle und generell auch wie Gold bzw. wie Geld entsteht. Und wie gesagt, habe alles hinterfragt und habe natürlich auch nach Lösungen gesucht, weil ich damals auch schon ein Vermögen hatte, um das natürlich auch bestmöglichst abzusichern, gerade in dieser Zeit. Und danach, alles andere, was danach jetzt kam, ist Geschichte. Das heißt, die Notenbanken haben die Schleusen aufgemacht. Es wurde sehr viel Geld in die Märkte gepumpt, das Ganze weltweit. Und es ist halt die Frage der Zeit, wie lange dieses Konstrukt noch so weiter funktioniert. Und meiner Meinung nach sind wir jetzt in der Endphase. Nur man kann halt nicht ganz klar sagen, logischerweise, es passiert dann und dann, aber das Finanzsystem ist instabil. Und es sind immer mehr auch Unternehmer, die ich persönlich berate, die immer mehr auch sensibel werden, was dieses Thema angeht und auch aus diesem Grund sagen, ich möchte meinen Sitz ins Ausland verlagern, was ja im ersten Moment nicht ganz so einfach ist. Das heißt, da seid ihr dann mit die Spezialistin. Ich hatte gerade vor einer Stunde noch einen Termin, auch ein Unternehmer hier, der sagt, ja, gar kein Problem, dann gehe ich auch ins Ausland. Und dann habe ich nur ganz grob mal zwei Sachen angesprochen. Da sagt er,
was, das gibt es ja gar nicht. Das heißt, wenn man das erste Mal sich damit beschäftigt, dann kommt man auch erstmal aus dem Staunen nicht raus, auf was man alles achten muss. Und so ist es ja auch generell bei uns. Man braucht erstmal ein Gefühl dafür, sensibel für das Thema sein, Bewusstsein. Und wie gesagt, das erlebe ich halt täglich auch in meiner Beratungspraxis, dass viele Menschen sagen, ich möchte einfach mein Leben im Ausland verbringen. Also ich möchte einfach dann ins Ausland gehen. Du hast ja selbst, Daniel, einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Wir werden den nachher auch nochmal einblenden natürlich hier. Und viele unserer Zuschauer und Zuhörer werden dich sicherlich auch davon kennen, werden deine Videos kennen. Also du hast ja, viele Videos sind von Hunderttausenden, wurden dir angeschaut, sind sehr populär. Ich habe das Gefühl, du bist sehr nah dran, so am Puls der Zeit. Was ist so das, was in den Beratungen, wenn die Mandanten auf dich zukommen, deine Mandanten auf dich zukommen, was ist so jetzt momentan deren größtes Problem oder die größte Sorge, wegen was sie dich kontaktieren? Ja gut, mögliche Gefahren durch ein mögliches neues Lastenausgleichsgesetz, dann das ganze Thema Vermögensregister, was ja irgendwo auch immer wieder besprochen wird, beziehungsweise durchgewunken wird zum Teil. Aber das sind so mit die wesentlichen Themen. Und letztendlich, wie schaffe ich es, mein Vermögen, mein hart erarbeitetes Vermögen oder halt auch Vermögen aufgrund vom Immobilienverkauf oder durch Erbschaften haben wir auch Mandanten. Wie sichere ich das Ganze ab oder wie kann ich auch einen Teil meines Vermögens internationalisieren? Das heißt, wenn Sie physisch noch nicht so weit sind, wegzugehen, dass Sie letztendlich auch schon mal Teile Ihres Vermögens auch ins Drittland oder außerhalb der EU transferieren. Da gibt es ja auch hervorragende Möglichkeiten. Wir haben ja jetzt, wenn du jetzt außerhalb der EU sagst, vor kurzem erst hier in der Schweiz, die ja für viele so als sicherer, sage ich jetzt mal, Hafen gilt, zumindest für die Finanzen, erlebt auch ein großes Debakel hier hinsichtlich der Credit Suisse. Natürlich, da gab es verschiedene Ursachen, die haben jede Menge Mist gebaut. Das Management hat hier schlecht gewirtschaftet, die haben sich auf hochriskante, ich sage mal hier Roulette-Spiele finanzieller Art eingelassen. Aber nichtsdestotrotz, der Ruf der Schweiz ist in gewisser Weise, vielleicht jetzt nicht unwiederbringlich angeschlagen und ruiniert, aber dennoch kann ich mir vorstellen, dass viele Interessenten auch zu dir kommen und sagen, die Schweiz galt bisher als sicher. Wenn nicht mehr mal die Schweiz sicher ist, was ist da noch sicher? Was ist deine Empfehlung? Ja gut, ganz klar. Also wenn ich jetzt beispielsweise Mandanten habe und die haben dann teilweise auch noch 1 Million auf dem Konto, teilweise auch in GmbHs, dann sage ich ganz klar, ein Teil oder ein Großteil oder gerade was den privaten Teil angeht, der gehört nicht auf das Girokonto oder auch auf kein Festgeldkonto. Da nützt mir dann auch kein Konto in der Schweiz, weil letztendlich sind es ja auch nur Versprechen, ob das in der Schweiz liegt, beziehungsweise in Schweizer Franken oder in Euro oder in Dollar, wobei der Dollar uns länger erhalten bleiben wird, ist meine Auffassung, als der Euro. Aber es sind halt auch nur Bits und Bytes. Ja. Es ist letztendlich ein ungedecktes Geldsystem, was wir haben. Und ich empfehle maximal im privaten Bereich 3, 4, 6, 8 Monatsbeiträge, also Monatseinkommen in der Reserve zu haben, plus natürlich das, was auch geplant ist an Anschaffung. Also wenn man jetzt sagt konkret, ich brauche jetzt 50.000 Euro in 4, 5 Monaten oder 100.000 Euro, weil ich mir ein Auto kaufe, dann sage ich im Moment lieber jetzt kaufen. Ja, es wird nicht günstiger. Aber ansonsten nur das, was ich wirklich mittelfristig brauche zum Leben, in Geldwerten, in Versprechen. Alles andere natürlich nach und nach, was man mittellangfristig nicht benötigt, dann natürlich in Sachwerte investieren. Und was schlägst du da zum Beispiel für Sachwerte vor? Also wenn jetzt da gibt es natürlich klassisch die Edelmetalle, Gold und Silber. Ich sage mal auch gerade vor Ort, dass man auch einen kleinen Handbestand hat. Das liegt immer individuell an dem Mandanten. Es gibt Mandanten, die sagen, ich möchte alles vor Ort haben, physisch. Da weiß ich, das liegt bei mir sicher vor Ort. Dann gibt es welche, die sagen, nein. Ich habe Mandanten früher schon gehabt, die hatten dann 5.000 Euro zu Hause und haben mich dann angerufen, sie haben da ein Problem. Immer wenn sie dann abends am
auf der Wohnzimmercouch sitzen und schauen fern und wissen, sie haben da im Schrank 5.000 Euro, wo wir dann auch gesagt haben, na gut, wir bieten auch die Möglichkeit an, in den Beratungen ein Hochsicherheitslager außerhalb der EU, das Ganze auch weltweit, also auch nicht nur jetzt in Liechtenstein, sondern auch die Möglichkeit über Singapur oder über die Schweiz, also wirklich auch Edelmetalle auslagern und das Ganze außerhalb dieser Haftungsunion. Das ist so auch mit einer Empfehlung bis hin zu intelligenten Policenlösungen außerhalb der EU in einem Standort ohne Staatsschulden wie Liechtenstein. Liechtenstein hat keine Staatsschulden und da gibt es natürlich auch intelligente Möglichkeiten, um hier wirklich auch Vermögen zu diversifizieren innerhalb der Edelmetalle, aber auch in Unternehmensbeteiligungen. Da empfehlen wir beispielsweise das Ganze passiv, aber nicht ausschließlich über ETFs, sondern halt über Dimensional Fonds, die natürlich auch ganz breit in unterschiedliche Aktien, Unternehmensbeteiligungen investieren. Ich kann beispielsweise mit 3 Fonds in über 15.000 Unternehmen weltweit investieren bei niedrigsten Kosten. Also ich achte natürlich auch auf die laufenden Kosten. Ne? Das ist halt auch ein interessanter Ansatz. Ne? Und sind das jetzt Strategien hier, sage ich jetzt mal, nur für die ganz Reichen? Also muss ich jetzt dafür mindestens, ich sage mal, ein paar Millionen Vermögen haben oder lohnt sich das auch schon bei kleineren Vermögen? Lohnt sich auch schon ab einer kleineren Vermögen. Das ist halt das Interessante. Man braucht das Bewusstsein als Mandant und diese Menschen kommen auch zu mir. Und das ist auch der 200-Euro-Sparer, das ist der 50-100-Euro-Sparer, ja, der Opa, der jetzt für den Enkel sagt, komm, ich habe 50, 100 Euro übrig, ich spare schon mal jetzt für den Enkel. Also das geht ab, wie gesagt, 50 Euro im Monat und bei Einmalanlagen schon ab 5.000 bis 7.500 Euro. Also man muss da ganz klar nicht der Millionär sein, aber man braucht das Bewusstsein. Und das ist halt immer das Thema, wenn man sich da nicht beschäftigt, das ist ja bei euch ähnlich, mit dem Thema und macht da irgendwo, kommt jemand und sagt, ja, ich bin da in der Bank oder ich bin in irgendeinem Bereich tätig und man unterschreibt dann irgendwo etwas und wundert sich dann so nach 5 Jahren, ich habe ja, 10.000 Euro eingezahlt, warum sind in dem Vertrag nur 7.000 Euro drin? Zum Beispiel, das ist halt so das Thema, wo wir halt dann auch über die Kosten sprechen in der Geldanlage. Naja, also im Prinzip geht es ja da bei vielen solchen Anlagen um die laufenden Kosten oder um die Abschlusskosten. Die dann oftmals, übrigens muss ich natürlich auch mal so als kleines Korrektiv eingreifen, sozusagen, weil du hast ja einen interessanten Aspekt am Anfang erwähnt, dass auch eine Empfehlung von dir ist, zum Beispiel in Edelmetalle oder in Gold oder Silber zum Beispiel zu investieren oder anzulegen. Wobei dort muss man natürlich ehrlicherweise immer sagen, auch wenn der Preis steigt, letztendlich vermehre ich ja mein Vermögen nicht, weil das ja meistens letztendlich auch nur den tatsächlichen inflationären Geldwert widerspiegelt. So, jetzt ist die Frage, also sprich, ich kann wahrscheinlich, es sei denn, du widersprichst mir jetzt, dann lerne ich gerne was dazu. Aber im Prinzip ist ja so, dass ich mit Gold mehr oder weniger mein Vermögen vielleicht sichern kann, dass ich keinen größeren Verlust einfahre. Möglicherweise natürlich bei Edelmetallen, bei speziellen, da würde mich mal interessieren, was du da so empfiehlst, weil man sagt ja heutzutage immer, man nimmt die Edelmetalle, die für Elektrofahrzeuge benutzt werden. Was ist das? Nickel, glaube ich, Kobalt oder sowas in der Richtung. Aber vielleicht hast du noch ein paar andere Tipps. Wenn jetzt jemand aber sein Vermögen vermehren will, oder? Das ist eine Sache, die auch gerne gemacht wird. Also nicht nur sichern, schützen. Möglicherweise, du hast es angesprochen, wenn jetzt ein neues Finanzsystem uns irgendwann mal vorgesetzt wird, will man da auf der sicheren Seite sein. Da könnte Gold möglicherweise oder Silber oder andere Edelmetalle eine gute Variante sein. Würde mich sehr interessieren, was du dazu sagst. Also auf der einen Seite, ob du das auch bestätigst, Gold eigentlich mehr oder weniger nur ein Schutz ist und ich damit eigentlich keine Gewinne erzielen kann oder mein Vermögen vermehren kann. Und was würdest du mir raten? Ebenfalls, der Sebastian hat es gesagt, vielleicht auch kleinere Beträge oder sagen wir mal, du hast gesagt, es geht bei 5.000, 7.000 Euro los oder vielleicht auch jemand, der 500.000, 1 Million investieren will. Ich will jetzt mein Vermögen vermehren. Ja,
Gut, da sind wir natürlich langfristig bei den Unternehmensbeteiligungen, aber auch bei Edelmetallen kann man natürlich auch Geld verdienen, das heißt auch oberhalb der Inflation. Das haben wir jetzt ja gesehen, es gibt verschiedene Zyklen. Wenn du beispielsweise 1981 in Gold investiert hast, dann hast du natürlich knapp 20 Jahre Kurse, die nur nach unten gegangen sind. Das heißt, dieser Zyklus ging bis 2000, 2001. Und in dieser Phase, also jetzt seit 2001 bis heute, hat Gold weitaus besser performt als beispielsweise der S&P 500. Und es gibt immer Phasen, wo es interessant ist, gerade auch in Edelmetalle stärker zu investieren. Und es gibt Phasen, wo es mittelfristig, langfristig auch interessanter ist, wieder in unterbewertete Unternehmen zu investieren. Das ist das eine, aber ich verfolge die 3-Speichen-Regel. Vielleicht habt ihr da schon von gehört. 3-Speichen-Regel reloaded. Das heißt, im Endeffekt empfehle ich, einen Teil, dass man erstmal einen Vermögensschutz hat, direkt vor Ort, wenn man irgendwo sagt, gut, ja, man hat ein paar Silbermünzen im Worst-Case-Bereich, dass man auch mit Silber irgendwo einkaufen könnte oder zumindest mal tauschen könnte, dass man flexibel ist. Dann der zweite Bereich, Edelmetalle in einem Hochsicherheitslager. Und da sprechen wir dann schon wieder von Rendite. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir hatten letztes Jahr, also wir haben Mandanten, die investieren auch in Technologiemetalle, also nicht nur in die Edelmetalle, Technologiemetalle, beispielsweise Gallium, Indium, ja, wird in jedem Handy verbaut. Also kein iPhone würde ohne Indium funktionieren, weil Indium den elektrischen Strom leitet. Und hier haben wir natürlich gesehen, letztes Jahr Steigerungen teilweise um 300%. Bei Hafnium gehen wir proaktiv auf unsere Mandanten zu, weil sie halt auch breit diversifiziert sind, nicht nur in den Edelmetallen, sondern breit auch in Industriemetalle. Und da haben wir jetzt teilweise Wertzuwächse jetzt gehabt von bis zu 250-300%, wo wir dann aber, wie gesagt, proaktiv auch sagen, geh jetzt raus, nutze hier Teilgewinne, nehm die mit, steuerfrei nach einem Jahr, mehrwertsteuerfrei, weil das auch in Zollfreilägern liegt, und gehe jetzt wieder in Silber beispielsweise. Ja, und Silber hat seitdem auch wieder um die 8-10% performt. Und so kann man natürlich Gewinne mitnehmen, steuerfrei, und schichtet um in unterbewertete Assets. Das ist eine Strategie, um die Rendite abzugreifen. Aber gerade bei Gold muss man dann schon gucken, langfristig, dass man natürlich auch Gewinne mitnimmt. Im Moment sind wir natürlich in einem Stadium, wo ich sage, Edelmetalle würde ich im Moment höher gewichten als im Moment Aktien. Aber das kann sich auch wieder drehen, dass man auch wieder mit Gold wesentlich günstiger den S&P 500 als Beispiel, den Index wieder kaufen kann. Oder was auch sehr interessant ist, das Gold-Silber-Ratio. Ja, dass es auch Möglichkeiten gibt, Silber wieder zu verkaufen, jetzt günstig Silber im Verhältnis zu kaufen. Silber ist meiner Meinung nach im Moment günstiger im Einkauf als Gold. Und irgendwann zu sagen, man geht wieder raus aus dem Silber und tauscht bzw. kauft dann mit dem Gewinn Gold. Weil wir hatten historisch immer ein Gold-Silber-Ratio circa 1:15. Das heißt, eine Unze Gold, 15 Unzen Silber. Im Moment sind wir roundabout bei 90. Wir waren auch letztes Jahr schon bei über 100. Und das spricht alles im Moment, Silber auch überzugewichten. Und da ist es natürlich interessant, in so einem Hochsicherheitslager einzukaufen, weil ich da schon mal die Mehrwertsteuer spare und habe die Möglichkeit auch dann relativ einfach von dem einen Invest in das andere zu wechseln. Und da bin ich in dieser Speiche Rendite. Und das dritte Karussell bezeichne ich jetzt einfach mal als Karussell in dieser 3-Speichen-Regel. Das ist dann eine Möglichkeit, wo eine dritte Partei dir praktisch oder euch die Altersvorsorge oder das Kapital mit aufbaut. Das sind Immobilien, fremdfinanziert beispielsweise. Das kann zum Beispiel auch eine Photovoltaikanlage sein, die ich irgendwo dann fremd zum Teil finanziere und letztendlich dann auch, wo eine dritte Partei mir praktisch dann auch das Investment oder die Altersvorsorge oder was auch immer aufbaut.
Und ist das jetzt letztlich hier, das würdest du jetzt letztlich auch deinen Mandanten empfehlen, die jetzt zum Beispiel vorhaben, Deutschland zu verlassen und ins Ausland zu ziehen? Denn so eine Strategie klingt ja universal im Grunde anwendbar und umsetzbar, egal wo ich lebe. Genau, absolut. Was ja auch mein Problem war, oder was heißt Problem, aber das waren jetzt auch Themen in den letzten Monaten, wo ich mich auch mit beschäftigt habe, weil über so eine intelligente Policenlösung oder Sicherlager nach einem Jahr steuerfrei, solange ich das Geld nicht entnehme, passiert da nicht viel. Und genauso bei Kryptowährungen. Ich empfehle auch so 2, 3 bis 5% des Vermögens in Kryptowährungen als Beimischung zu streuen. Und je breiter ich letztendlich gestreut habe, umso sicherer ist das Ganze auch wieder, ne, in der Gesamtbetrachtung. Macht Sinn. Ja, Ja, jetzt, ich versuche mir das gerade so vorzustellen, wenn ich jetzt mit dir in Kontakt komme. Du hast eine tolle Webseite, bis dahin, dass man auf deiner Webseite ja auch Sachwerte kaufen kann, ne? Also im Prinzip habe ich da gesehen. Du bietest jetzt, um das jetzt für unsere Zuschauer, Zuhörer nochmal ein bisschen klar zu machen, du bietest jetzt eine Erstberatung an, wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt genau diesen Punkt, ich möchte jetzt ins Ausland gehen, das ist mein Vermögen, da weiß ich selber, was ich damit mache, aber hier habe ich einen Teil, da möchte ich gerne mal professionellen Rat einholen. Und bist du da jetzt in dem Business der Erstberatung oder bist du dann auch so jemand, wie so ein klassischer Vermögensverwalter, der sozusagen dann auch das managt, das Vermögen, im Prinzip dann auch proaktiv auf den jeweiligen Mandanten zukommt, sagt jetzt da raus bitte, aber dort rein? Also wie kann man sich das vorstellen jetzt? Also was bietest du für eine Leistung an? Das ist eine ganz wichtige Frage und das ist genau das, was mir auch persönlich wichtig war. Es nützt nichts zu sagen, ich mache eine Beratung, 1 Stunde, 2 Stunden und sage, so, jetzt habe ich dir gesagt, mach dies, mach das und so weiter. Und er geht wieder von uns. Wir setzen wirklich auch 1:1 mit den Mandanten um, bis auf natürlich Krypto. Das kann ich jetzt nicht 1:1 mit ihm direkt, also er müsste das selber dann umsetzen, aber ansonsten bereiten wir alles vor. Wir sind auch zugelassen, Versicherungsmakler, der muss ja dann auch entsprechend die Zulassung haben und ich berate beispielsweise auch eine Vermögensverwaltung, also das bieten wir auch noch mit an. Da geht es genau um die Strategie Edelmetalle versus Unternehmensbeteiligungen, dass man halt natürlich auch gerade dann, wir haben einige Mandanten, wir sind in Goldminen, Silberminen vertreten und das ist natürlich dann schwierig, wenn man das Ganze im Buy and Hold, also kaufen und liegen lassen hält, sondern dass man natürlich dann auch in Hochphasen die Gewinne mitnimmt. Also das ist auch nur noch mal ein Teilbereich, den wir betreuen. Ansonsten bin ich ein Freund von Buy and Hold, weil niemand kann ja den Markt schlagen. Also ist ja der beste Fondsmanager ja, im globalen Aktienbereich. Der hat mal vielleicht ein gutes Jahr, mal 2 gute Jahre, aber dauerhaft über 10, 15 Jahre wird er es auch nicht schaffen, den Gesamtmarkt zu schlagen. Und da bin ich halt mit dieser Strategie im Ausland über diese intelligente Police bei niedrigsten Kosten, das ist ganz wichtig, niedrige laufende Kosten, sehr gut aufgestellt. Wir rangieren irgendwo bei 9,5% im Moment über einen langfristigen Zeitraum pro Jahr und gehen halt, ich sag mal, im großen Teil in Unternehmensbeteiligungen, also alles passiv, weltweit diversifiziert, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Länder, was ja auch jetzt im Moment wieder ganz wichtig ist, weil ich sehe, Deutschland schafft sich immer mehr ab. Ja. Das heißt, gerade was jetzt Unternehmen auch angeht, ich habe viele Unternehmer, wie ich es eben auch schon angesprochen hatte, die dann auch sagen, ich verlagere meinen Standort ins Ausland. Das heißt, in anderen Ländern gibt es natürlich dann wieder mehr Chancen und deswegen muss man alle Märkte mitspielen. Also nicht nur jetzt investieren beispielsweise in den DAX, was ja heute auch noch viele machen, die sagen, ich hole mir einen ETF auf den DAX. Nur von der Marktkapitalisierung reden wir in Deutschland von 3% und in Amerika die Marktkapitalisierung von allen Unternehmen in Amerika liegt beispielsweise bei über 60%. Also muss ich auch auf der ganzen Welt investieren, um das Risiko natürlich auch nach unten zu schrauben. Ja.
Jetzt, was die Edelmetalle anbelangt, da gab es jetzt ja immer wieder mal in den letzten Jahren Restriktionen, wie viel jetzt noch frei verkauft werden darf, anonym verkauft werden darf, gekauft werden darf, bis hin zu, naja, ich will mal sagen, Gerüchten oder Befürchtungen, dass es vielleicht wieder ein Goldverbot gibt, wie es auch schon mal gab. Wie ist da deine Einschätzung zu dem Thema und was rätst du deinen Mandanten diesbezüglich? Gut, es gibt niemals eine 100% Garantie, aber wir haben natürlich auch für diese Fälle die Möglichkeit über diese Policenlösung, weil der Mandant letztendlich innerhalb dieses Konstrukts nicht nur Sondervermögen hat in Form von einem Fonds, das heißt, der Fonds kauft beispielsweise physisches Gold und verwahrt es in Liechtenstein, sondern ich habe durch diese intelligente Policenmöglichkeit doppeltes Sondervermögen. Und als Versicherungsnehmer, also ich bin Versicherungsnehmer, aber der Fonds investiert, wie gesagt, in Gold. Aber ich selber als Person besitze in dem Moment kein Gold, sondern ich habe eine vorgebundene Rentenversicherung. Das ist wieder auch eine Möglichkeit von anderen, ja. Und ja, man muss jetzt gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir hatten, wie du schon gesagt hast, 2017, ich glaube Juni 2017, konnte man noch für 15.000 Euro anonym Edelmetalle kaufen. Dann 2017 wurde es auf 10.000 reduziert und 2020 auf die 2.000 Euro. Das heißt, es wird immer schwieriger, wirklich völlig anonym Edelmetalle einzukaufen. Wir hatten jetzt mal vor, ich glaube, 6, 8 Wochen mal den Fall, dass wir mal kurz eine Stunde mal bei der Unze über 2.000 Euro waren. Also kriegst nicht mal eine Unze Gold zu kaufen. Und man muss halt gucken, wie es jetzt weitergeht. Weltweit mit der Zentralbankwährung CBDC, dass es praktisch nur noch ein Konto gibt und über dieses Zentralbankkonto wird alles letztendlich gesteuert. Das ist natürlich dann einen kompletten Einbruch in die Freiheit. Also gerade für Menschen, die dann halt freiheitsliebend sind, die sich dann auch beschäftigen. Aber das ist letztendlich irgendwo alles im Hintergrund, was auch in einer Geschwindigkeit schon im Moment vorangetrieben wird. Das sind schon mögliche Gefahren, die ich natürlich auch sehe. Ja, und deswegen muss man halt, sind mobile Sachwerte natürlich auch wichtig, dass man die hat. Ne? Und eben halt im Ausland möglicherweise dann lagern genau, Gold, dass genau. du das dann eben... Und vorher, dass man vorher umsetzt und nicht erst später, weil wenn das wirklich eingeführt würde, und meiner Meinung nach ist das eine Frage der Zeit, und dann willst du noch umtauschen, dann ist das ja wie eine Währungsreform, weil die sagen dann, ja gut, du kannst im Verhältnis das und das machen oder du hast jetzt nur noch im Monat, was weiß ich, 5.000 Euro, die kannst du verfügen. Was willst du denn mit mehr? Und das ist natürlich auch, damit kann man natürlich auch so einen Bankrun, wo natürlich die alle Angst haben, alle Staaten, dass plötzlich die Menschen das Bargeld abheben und damit wenn es kein Bargeld gibt, dann kann man natürlich hier auch per Mausklick eingreifen natürlich, indem man sagt, gut, gibt halt nur noch x Euro und ja, du hast dann keine Möglichkeit mehr zu handeln. Deswegen muss man halt vordenken, ist immer besser, wie sage ich immer, nachdenken, gerade in diesem Bereich. Und das ist ja auch mein Motto generell seit Jahren, mach es wie die Hochfinanz. Und ich muss immer wieder schmunzeln, wenn man dann auch sich mit dem steuerlichen Thema beschäftigt, ist es genauso, mach es wie die Hochfinanz. Es gibt Lösungen. Man muss, wie gesagt, das Bewusstsein haben und muss sich informieren und dann muss man, und das ist wichtig, auch umsetzen. Ja. Jetzt ist ja das Bewusstsein von vielen Folgendes, und das ist auch für mich mal wieder erschreckend, wenn man da so in seinem Bekanntenkreis mit einigen spricht. Das sind manche also schon relativ fortschrittlich, was Informationen betrifft. Aber manche sagen einfach, also ich habe da meine Lebensversicherung, ich habe da meine Rentenversicherung und jetzt werfe ich dir einfach mal so die Sätze vor die Füße, oder? Ja. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe da so eine Lebensversicherung oder die Rente ist doch sicher, ja. Außer dass du vielleicht da Gesichtsmimik, keine Ahnung, was auch immer da kommt, aber also wie reagierst du da auf so eine Aussage? Gut, also das war mein Problem vor noch 5, 6 Jahren, bevor ich noch nicht aktiv wurde mit YouTube, weil für mich gab es wirklich zwei Möglichkeiten. Entweder ich höre auf in dieser Branche, weil das hat mich genervt.
Ich war bei Unternehmern, Top-Unternehmern auf Empfehlung, werde ich nie vergessen. Und dann ging es auch um 1 Million Investmentvermögen und der hatte einiges noch an Kapitallebensversicherungen. Und was diese Investmentfonds angeht, habe ich ihm definitiv gezeigt, wirklich gezeigt, 1:1, dass er 1,5% höhere Kosten hat. Und habe dann gesagt, gut, mit den Lebensversicherungen müssten wir mal drüber schauen, Geldwerte, genau diese Thematik, das war vor 5, 6 Jahren. Und da sagte er mir, wollen Sie mir ernsthaft jetzt sagen, dass die Allianz oder dass diese Gesellschaft nicht sicher ist und dass ich das nicht garantiert, steht doch hier schwarz auf weiß, garantiert in 2037 im August oder beispielsweise bekomme ich doch 1 Million Euro. Und da kannst du reden, was du willst. Und ich habe das halt sehr sportlich. Für mich war das immer, das gibt's nicht. Also und dann habe ich irgendwann bei einem Archivar, habe ich eine Lebensversicherungspolice gekauft aus dem Jahre 1942 von der Allianz. Und bin dann wieder hingefahren und habe gesagt, schauen Sie mal, das Interessante war, das Logo hat sich kaum verändert. Und die Versicherungsbedingungen, die wurden angepasst im Jahre 2008. Aber fast ähnlich wie damals noch 1942 war die 41, ich habe es hier vorliegen, könnte ich gucken, 1942. Und das habe ich dem gezeigt. Ja, aber das war ja eine andere Zeit und so weiter. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann hole ich noch eine Police aus 1908 oder 9, die habe ich auch hier in meiner Mappe. Und, aber da kann man reden, was man will. Wenn das Bewusstsein nicht da ist, wenn man, es ist wie, als sprichst du gegen die Wand. Ja? Also es ist auch eine Hohlschuld. Also man muss sich selber irgendwo informieren. Und was ich halt jetzt spannend fand, die letzten 3 Jahre sind immer mehr Menschen, die gesagt haben, ich habe mich nie mit dem Thema Geld beschäftigt oder Geldanlage, aber jetzt, wo die halt teilweise in 2020 zu Hause waren, 8 Wochen, Zahnärzte, Unternehmer und hatten wirklich mal Zeit. Und dann haben die sich ein paar Videos angeschaut und haben dann auch sich eine eigene Meinung gebildet. Und das macht halt Spaß, wenn du mit Menschen sprichst, wo du diese Thematiken, diese Frage würde mir heute gar keiner mehr stellen. Also wer sich damit beschäftigt, und früher bin ich halt auch zu Mandanten gefahren und habe dann angefangen, die Welt zu erklären und wie das Geldsystem funktioniert, was ich mittlerweile über einen Videokurs erkläre. Und dann haben die gesagt, ich rede nochmal mit meinem Berater und mit der Bankberater und noch mehr mit dem Steuerberater. Und dann sage ich, gut, der Steuerberater, der macht die Steuern, der Bankberater, ne? Abhängig, unabhängig. Und dann hat er gesagt, ja, der Bankberater, der hat gesagt, das ist schon alles in Ordnung und es ist ja garantiert. Ja? Und dann hat er gesagt, wir lassen das alles so, wie es ist. Ja. Jetzt würdest du aber jetzt zum Beispiel, weil man hört es von verschiedenen Stellen, also es gibt einige Berater, mit denen habe ich auch selbst schon gesprochen, die sagen, wenn du jetzt eine Lebensversicherung hast, wäre jetzt möglicherweise der Zeitpunkt, die besser zu verkaufen und das, was du da an Kapital bekommst, anders zu investieren oder eben zu sichern. Ja. Gehörst du zu den Beratern, die das auch so sehen oder sagen? Man muss jeden Vertrag anschauen. Es geht immer noch mal um die Frage, wie lange läuft dieser Vertrag? Ja, wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, du hast jetzt jemanden, der ist 40 Jahre jung, Unternehmer und hat vor einem Jahr eine Kapitallebensversicherung abgeschlossen und zahlt 1.000 Euro im Monat, da kann ich direkt hier und heute sagen, sofort kündigen, ja, weil der Verlust tritt ein mit dem Abschluss des Vertrages schon. Also jeder Monat, jedes Jahr, wo man dann sagt, da mache ich ja Verluste, völliger Quatsch. Der Verlust ist passiert mit der Unterschrift, mit der Polisierung. Wenn ich jetzt nur allein von den horrenden Kosten dann zum Teil spreche, also ich will jetzt nicht sagen, nur Honorarberatung, um Gottes Willen, es gibt auch Fälle, da macht Honorarberatung gar keinen Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel Hausrat, Privathaftpflicht vermittle. Aber wenn es um Geldanlage geht und Beiträge so über 100, 150 Euro, dann sollte man auch die Abschlusskosten im Auge haben, aber auch die laufenden Kosten und vor allem den Motor muss man sich anschauen. Und der Motor,
bei dem Investment der Kapitallebensversicherung, der ist leider zu über 90% sind das Staatsanleihen. Das heißt, Staatsanleihen, ich investiere in Schulden von Staaten. Und jetzt hatten wir das ja in der Nullzinsphase, dass dann auch Staaten, also beispielsweise italienische Anleihen reingenommen wurden oder französische, die natürlich auch letztendlich höher bewertet waren. Und damit kauft man sich natürlich auch das Risiko ein. Und das ist vielen Mandanten überhaupt nicht bewusst gewesen, dass sie investieren in Staatsanleihen. Ja, und jetzt habe ich gestern ein Video gemacht, da geht es um eine Lebensversicherung in Italien, die jetzt gerade unter Aufsicht steht von der italienischen Aufsicht, wo jetzt die Gelder eingefroren wurden, erstmal bis Ende Juni. Ja. Und das ist halt auch wieder so ein Thema, das ist nicht sicher. Also da, wo Garantie draufsteht, garantierte Ablaufleistung, da ist keine Garantie drin. Ja. Das ist halt das, was viele gar nicht wissen. Und die haben halt ein Vertrauen. Ja. Steht doch hier Garantie. Ich kann es auch nachvollziehen, wenn man sich da nicht mit beschäftigt. Ja. Aber was ich halt kritisiere, wenn mir sowas jemand sagt, ein Profi, und man sitzt da schon mal eine Stunde oder zwei, dass man da nicht einfach selber mal recherchiert. Und das war bei mir halt interessant in 2007, das war schon ein bisschen früher, 2006, wo ich dann einfach mal geschaut habe, Gold über 100 Jahre zurück im Verhältnis. Ja, und da habe ich dann das erste Mal gesagt, oh Gott, ja, wenn ich mir vorstelle, man hat vor über 100 Jahren für, was waren es, $20, nee, es waren 18 oder 20 Unzen Gold, ja, müsste ich jetzt nachlesen, hat man ein Ford bekommen, ja, heute, wenn ich jetzt heute mit 20 oder 25 Unzen Gold zum Ford-Händler gehe, ich würde wieder einen Mittelklassewagen bekommen, ja, aber wenn man sich dann immer die Zeitachse anschaut, welche Währungen gekommen sind und welche gegangen sind, ja, dann stellt man relativ schnell fest, es ist nur ein Stück Papier, ist ein Leistungsversprechen, was früher oder später gebrochen wird oder halt komplett durch die Inflation aufgezehrt wird und die Kaufkraft immer weiter schwindet. Ein anderes Lieblingskind vieler Mandanten, gerade aus dem deutschsprachigen Bereich, sind ja die Immobilien. Wird auch so als sichere Anlage von vielen natürlich hier besonders geliebt, ähnlich wie die Lebensversicherung traditionell. Und jetzt hast du ja auch schon Videos zum Thema und anderen Content natürlich zum Thema Lastenausgleich veröffentlicht, wir ja auch. Und ich glaube, man kann, objektiv sagen, ohne jetzt noch irgendwelche Verschwörungstheorien hier propagieren zu müssen, dass natürlich das Immobilienvermögen in Deutschland für die Politik letztlich tief hängende Früchte sind, wo es relativ einfach ist, hier steuerliche Sondermaßnahmen, jedwelcher Art auch immer, ob es Vermögenssteuern nennt oder irgendwelcher anderen Art, hier letztlich zu implementieren, die dann hier die Staatskasse ordentlich boosten würden. Ist jetzt deine Meinung letztlich, dass man sich aus deutschen Immobilien grundsätzlich verabschieden soll? Oder würdest du sagen, unter bestimmten Umständen macht es auch aus Vermögensschutzgründen Sinn, deutsche Immobilien weiterzuhalten? Und ich möchte noch gerne hinzufügen, oder sogar zu kaufen. Also der Sebastian hat von Halten gesprochen. Der eine oder andere, es gibt ja immer noch Unternehmen, die da händeringend vielleicht um Käufer suchen oder welche bauen wollen. Würdest du das, also halten, verkaufen oder neu investieren, die drei Sachen? Ja, also ich würde weder jetzt neu kaufen und wenn ich jetzt noch ich habe einige Immobilien verkauft, bin jetzt gerade noch im Verkauf. Aber gut, das hat natürlich auch Gründe jetzt steuerlich, wenn man dann ins Ausland geht, mittelfristig. Aber ich würde definitiv erstmal das Portfolio anschauen und ich stelle halt immer wieder fest, dass das Risiko immer in einer Anlage hängt. Ja, also ich sage mal, die meisten Unternehmer sind dann nicht nur 20-30% in Immobilien investiert, sondern natürlich relativ schnell, wenn man anfängt und kauft ein Mehrfamilienhaus für 1 Million, ja, vor 5, 6, 7 Jahren ist man natürlich
extrem übergewichteten Immobilien. Und dann bleibt man auch in dieser Anlageform. Und einer meiner Devisen ist, niemals alle Eier in einen Korb legen. Und allein schon aus dem Grund, wenn ich jetzt einen Kunden hätte, Mandanten hätte, der hat 3, 4 Immobilien und hat keine Edelmetalle und hat auch kein Aktiendepot, wie auch immer das gebaut ist, dann würde ich auf jeden Fall hier jetzt noch schnellstmöglichst verkaufen, um letztendlich dann auch den Ausgleich irgendwo zu schaffen, weil die Übergewichtung sollte nirgends in einem Bereich extrem hoch sein. Und wenn man sich jetzt nochmal anschaut, was die Ampelregierung jetzt innerhalb von über dem einen Jahr schon praktiziert und auch noch, leider muss ich sagen, noch weiter praktizieren wird, und sieht jetzt einfach nochmal, was da auf uns zurollt, ja, seitens dieser Maßnahmen und mit Renovierungen etc. pp., dass man jetzt gezwungen wird, eine Gasheizung vielleicht noch zu tauschen. Auch da sind wir jetzt noch dran in einem anderen Objekt, wo man erstmal gucken muss, hat man überhaupt noch einen Handwerker, ja. Und mir hat jetzt gerade der Immobilienmakler bestätigt, vor einem Jahr hätte man 4.000 oder vor 2 Jahren 4.000 Euro bezahlt. Mittlerweile haben wir Angebote vorliegen zwischen 13.000 und 16.000 Euro. Ja. Wahnsinn. Das ist der Hammer. So, und wenn du jetzt jemanden hast, natürlich, man muss ja am Ende des Tages auch Geld verdienen, sollte man mit Immobilien. Und wer soll das Ganze bezahlen? Ich kann es ja auch nicht irgendwo alles dann wieder umlegen auf den Mieter. Ne? Und wenn heute die Gesetzeslage sich weiter ändert und es geht immer mehr in diesen Ökosozialismus, dann sehe ich da schon extreme Gefahren, wenn jemand übergewichtet ist in Immobilien. Ja? Weil, wie du schon gesagt hast, der Staat natürlich dann sagt, naja, Immobil, die kann ich nicht einpacken ja, und wegziehen, sondern da machen wir jetzt einfach mal eine Sondersteuer, weil jetzt mit dem mit der ganzen Thematik und halt natürlich auch mit dem Krieg etc., wir brauchen Geld, das kann man alles irgendwo verkaufen, ja. Und die Menschen, die sich nicht mit beschäftigen, auch die werden das schlucken. Also es wird ja im Moment viel hingenommen und da machen wir mal dies und machen wir mal das und aller Salamitaktik, hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, ist ja nicht schlimm. Und ich kann mir schon vorstellen, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass der Staat irgendwelche Dinge machen muss, irgendwelche Vermögensteuer oder irgendwo einen Lastenausgleich in einer Form. Und da eignen sich definitiv die Immobilien. Und es ist ja, wie gesagt, jetzt auch die Gefahr eines Vermögensregisters, dass da auch Vermögen angegeben werden müssen und so weiter. Und da ist es halt auch so, dass man hier natürlich auch ganz genau hinschauen muss, was da alles jetzt noch die nächsten Monate kommt. Also ganz klar, aktuell würde ich eher verkaufen, aber man muss das Portfolio anschauen. Wenn man jetzt eine privat genutzte Immobilie hat, ja, wo man selber drin wohnt, ist es nochmal ein bisschen differenzierter zu sehen. Aber wenn ich jetzt vermietete Immobilien habe und da extrem übergewichtet bin, dann ist jetzt der wirklich höchste Eisenbahn da wirklich zu verkaufen. Ich kann hier nochmal ein Beispiel nennen. Ich hatte vor 3 Stunden einen Anruf von einem Mandanten, der gerade in Nordzypern Immobilien kauft. Und dem hatte ich schon vor einem Jahr gesagt, es ist schon interessant, machen Sie jetzt, verkaufen Sie lieber jetzt. Und dann hat sich das hingezogen und so weiter. Und dann hat er mir jetzt gesagt, er hätte vor einem Jahr, gut, das wusste ich auch selber, aber das war interessant nochmal von ihm dann zu hören, noch 300.000 Euro mehr bekommen in Deutschland, zahlt aber jetzt auf Nordzypern 100.000 mehr. Also man sieht hier, auf der einen Seite ging es runter und auf der anderen Seite entsprechend nach oben. Das heißt nicht, dass ich per se generell keine Immobilien kaufen würde, aber nicht im Moment in dieser Phase in der EU beziehungsweise speziell in Deutschland. Und man muss ja auch sagen, also dass gerade jetzt gerade jemand, der jetzt in Immobilien investiert hat, um diese dann weiter zu vermieten, sich möglicherweise jetzt in einer schwierigen Lage befindet. Also ich muss an einen Mandanten mich erinnern, der hat verschiedene Immobilien gekauft, hat das alles sehr knapp kalkuliert. Ja. Jetzt gingen die Zinsen nach oben, die Energiepreise gingen nach oben, jetzt muss er noch überall nachrüsten und so weiter. Ja, also der steht jetzt hier vor der Pleite, definitiv. Ja, der muss jetzt die Immobilien zum Teil zwangsversteigern lassen, weil der nicht mal mehr
der kann nicht mehr die laufenden Raten bedienen. Ja, also kann man natürlich sagen, okay, ist selber schuld, hat er zu knapp kalkuliert, ja, aber man muss ja sagen, dass es davon viele gibt. Viele wurden ja auch animiert von den Banken, vom System, genauso zu verfahren und wurden in Sicherheit gewiegt. Und die Bank hat gesagt, wir sind auf ihrer Seite, bla bla bla. Und wenn es irgendwann nicht so gut läuft, unterstützen wir sie. Stimmt nicht, ja. Also die Bank lässt ihn hier am Seil runter, mehr oder weniger. Die sagt ihm, das ist dein Problem, wir räumen dir keinen niedrigen Zins ein, du musst es irgendwie hinkriegen. Und wenn nicht, nicht unser Problem. Und da muss ich nochmal hinzufügen, die Banken haben ja in dieser Phase, als es Negativzinsen gab, noch keine Ahnung, wie viele tausende neue künftige solche Problemfälle produziert, indem es die Leute, als es Minuszinsen gab und die Banken eigentlich ihr Geld loswerden wollten, die saßen ja auf dem Geld rum und es ist ja selber, selbst in Banken ist es ja sozusagen über die Minuszinsen weniger geworden, also da müssen wir lieber einen Kunden suchen, dem wir das geben, haben die Leute gedrängt in Kredite noch schnell. Und was macht man dann? Natürlich Immobilien kaufen, man kriegt mal schön schnell viel Geld weg. Ja. Und jetzt geht es wieder in die andere Richtung und ich denke, das wird in den nächsten Monaten und Jahren für unwahrscheinlichen Trouble im Immobiliensektor sorgen, weil ganz, ganz viele Leute können sich jetzt plötzlich, sagen wir, die vielleicht vorher 1.000 Euro monatlich oder 2.000 Rate, sind plötzlich 4.000, ne, zum Beispiel. Genau. Durch diese neue Zinspolitik. Und das wird also noch einiges an Trouble bedeuten. Da wird unabhängig vom Lastenausgleichsgesetz, wird das negative Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben, in Deutschland ganz speziell oder in Europa. Es sind viele Probleme, die da ineinander kommen. Die Frage ist, was geht zuerst, ich sage mal, kann nur einmal sterben, mehr oder weniger, aber was ist der Auslöser, der Erstauslöser oder generell der Auslöser? Das ist das eine, aber auch die Notenbanken sind natürlich in der Falle. Das heißt, noch weiter die Zinsen anheben geht dann auch nicht. Die müssten ja anheben auf 7-8%, um überhaupt das Ganze irgendwo auszugleichen. Und auf der anderen Seite können ja dann auch die Länder wie Italien auch nicht mehr die Schulden bedienen. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Und auf der anderen Seite natürlich die Inflation, die dann natürlich immer weiter hochgeht. Also dieses Geldsystem, wir sind in der Endrunde, in der Endphase. Und man muss jetzt, wenn man Vermögen hat, unabhängig jetzt, ob man ins Ausland geht oder nicht, aber natürlich auch dann umso mehr, sich Gedanken machen, die Hausaufgaben machen, was habe ich, wo bin ich investiert und dann wirklich sich damit beschäftigen. Ne? Und wie funktioniert dieses Geldsystem und wie haben es der Adel, wie haben es die Kirchen oder wohlhabende Menschen seit Jahrhunderten gemacht und die haben keine Bausparverträge, die haben keine Lebensversicherung abgeschlossen, ne, sondern die haben immer in Sachwerte investiert, Unternehmen, letztendlich Immobilien. Und es werden auch wieder gute Zeiten kommen. Also es geht auch wieder in eine andere Richtung, ganz klar. Und da kann es dann auch wieder gut sein oder wird es definitiv so sein, dass man auch wieder Gold zum Teil verkauft und kauft dann günstige Immobilien, die man nachgeschmissen bekommt. Ich habe immer gesagt, hier, ich komme aus Eichenzell, dass man da vielleicht auch einen kleinen Straßenzug mal kauft. So war es zumindest, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, nach dem Krieg in Frankfurt. Da konntest du dann, ich sage mal, einen Bauplatz kaufen für ein paar D-Mark, ne? In dieser Phase. Nur die meisten hatten kein Geld, aber die Gold hatten und haben es nicht abgegeben. Ja, es ist also unglaublich. Und ich habe auch Mandanten hier am Tisch sitzen und da kriege ich Gänsehaut, wenn die dann erzählen, teilweise über die Familie, wo der Opa schon Gold hatte, wo der Vater Gold hatte und jetzt der Sohn hier sitzt und erzählt dann Geschichten von vor 120 Jahren. Und die haben es wirklich dann geschafft, auch Edelmetalle weiter in der Familie zu behalten. Und wenn man dieses Mindset hat, natürlich schon, das ist natürlich für mich auch gigantisch, weil bei mir war es ja auch nicht so. Ich meine, mir hat auch keiner gesagt, mit 17, 18, 20, 25, kauf jetzt mal Gold oder beschäftige dich mal mit deinen Finanzen. Da sind wir auch beim Thema Finanzbildung in der Schule. Du kriegst es halt nicht gelernt in der Schule. Das sind ja auch wieder diese Themen. Aber was mich freut, dass immer mehr Menschen kommen und sagen, jawohl, ich habe jetzt mich mit beschäftigt und suchen dann wirklich auch eine Empfehlung. Schön. Es gibt ja
dann auch viele Unternehmer, die zu uns kommen, die ins Ausland wollen. Bei dir jetzt sicherlich auch, Daniel, die dich dann um Rat fragen zur Vermögensplanung. Hier wäre nochmal deine Einschätzung interessant. Also wir haben zu uns kommen oft Unternehmer, muss ich sagen, die eigentlich tatsächlich sehr interessante Unternehmen haben, die auch tatsächlich, wo Wertschöpfung stattfindet, wo es einen stabilen Cashflow gibt, wo regelmäßig schöne Gewinne monatlich produziert werden, was eingespielt ist, was läuft, was eine gute Reputation hat, was keine Schulden hat. Und oftmals hat man das Gefühl, dass manchmal der Unternehmer so sein eigenes Unternehmen gar nicht wertzuschätzen weiß und dann vielleicht denkt, naja, okay, jetzt verkaufe ich das vielleicht oder ich gehe ins Ausland, mache irgendwas ganz Neues und mache was ganz anderes. Sicherlich muss man die steuerlichen Aspekte hier gut berücksichtigen. Aber ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema in der jetzigen Zeit, darauf hinzuweisen, dass natürlich ein Unternehmen, was läuft und was wirklich Cash produziert und keine Schulden hat, natürlich einen sehr hohen Wert hat, ja, auch als Vermögensschutz, auch als Asset. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, definitiv. Ja, also ich sage mal, es macht ja auch immer Sinn, als Unternehmer dann erstmal in seinem Unternehmen zu investieren. Und wenn man dann sagt, gut, ich bin jetzt in einem gewissen Alter, habe ich auch viele Mandanten, die dann sagen, okay, ich möchte jetzt Teile auch mehr nicht mehr so hoch ins Risiko haben. Ich möchte dann auch entsprechend streuen, die dann auch diese Möglichkeiten in Erwägung ziehen, um dann auch abzusichern. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, Asset Protection, dass man sagt, gut, es läuft und Teile möchte ich dann halt, ich sage mal, außerhalb meiner Firma investiert haben und möchte da natürlich auch in ruhigere Fahrwasser rein. Und das ist natürlich auch alles möglich. Ja. Ja. Ja, du hast ja auch schon erwähnt, dass das generell Unternehmensbeteiligung durchaus eine Strategie ist, um Vermögen nicht nur zu schützen, sondern auch wirklich zu vermehren. Ne? Genau. Wie findest du denn jetzt eigentlich, also wenn du sowas rätst, jetzt Mandanten, die jetzt ihr Vermögen anlegen wollen, nutzt du da allgemein nur Fonds, die andere auch anbieten, oder bietest du auch teilweise direkt sowas wie Private Equity oder irgendwelche anderen Investitionsformen an? Innerhalb der vermögensverwaltenden Strategie, die ich berate, kann ich da auch letztendlich Private Equity mit anbieten oder kann der Verwalter entsprechend beimischen. Aber bei unserem Ansatz gehen wir eher passiv in spezielle Asset-Klassenfonds, also wo ich ganz klar unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Länder mit 2, 3 Fonds abbilden kann. Und damit habe ich eine höhere Performance aufgrund der breiteren Streuung als beispielsweise der MSCI World und liege hier auch beispielsweise bei Kosten um die 0,25, 0,3% von dem letztendlichen Wert. Also sehr günstig, eher wie so ein passiver ETF. Habe aber die Möglichkeit, auch Gold physisch mit beizumischen, aber auch Goldminen, Silberminen. Und wir machen einmal im Jahr ein sogenanntes Rebalancing. Das heißt, die ursprüngliche Allokation wird immer wieder in die ursprüngliche Allokation getauscht. Und damit, das ist auch wissenschaftlich belegt, holen wir auch nochmal eine Mehrrendite raus, so um die 0,5% pro Jahr. Und das hat sich jetzt bei uns die letzten 15 Jahre sehr gut bewährt. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ende 2020 kam man dann auf mich zu, Herr Sauer, jetzt Gold oder Unternehmensbeteiligung. Da habe ich gesagt, gut, ich tendiere eher zu Gold. Ich habe auch Privatvermögen überwiegend, also nicht überwiegend, aber schon im größeren Teil auch in Edelmetalle. Und was ist passiert? Ja, die Aktien sind in dem Jahr 21 roundabout 25-30% nach oben. Gold hat stagniert. Ich habe ja auch nicht die Glaskugel und das ist halt interessant, dass man halt wirklich auch in unterschiedliche Assetklassen streut, niemals alles übergewichten und das, was letztendlich dann auch gut gelaufen hat, also weit über 100% und mehr, wie jetzt Beispiel, was ich angesprochen habe, Gallium, Hafnium, Indium, Terbium, dass man dann natürlich auch Gewinne mitnimmt und dann schaut, was ist jetzt wieder interessant zu investieren. Auch Bitcoin beispielsweise vor einem Jahr, der war jetzt dann auch im Niveau 16.000 Dollar, 15.000, 16.000. Natürlich hätte er oder kann immer noch auf 10.000 runter, aber wenn ich
schade ja nichts, wenn ich sage mal, verkauft habe bei 60.000 und gehe jetzt wieder klein rein bei 16.000 beispielsweise. Ne? Und das machen wir halt über die Empfehlungen proaktiv und fahren damit ganz gut im Moment, ja, mit dieser Strategie. Ja. Noch ein letzter Satz, dann ist auch meine letzte Frage schon, aber es wäre schade, wenn wir die vergessen würden. Jeff Bezos, Bill Gates und andere haben vor 2 Jahren, glaube ich, plötzlich angefangen, in landwirtschaftliche Flächen zu investieren, Ackerflächen. Rätst du das auch deinen Kunden teilweise, wenn sich jetzt mir die Möglichkeit bieten würde, wir sagen, Daniel Sauer, also ich will da was investieren und ich hätte da die Möglichkeit für, keine Ahnung, für ein paar 100.000 oder vielleicht auch weniger landwirtschaftliche Flächen mir irgendwo zuzulegen? Würdest du sagen, mach das oder würdest du da eher abraten? Gut, wenn man natürlich da die Möglichkeiten hat, ich habe das auch mal bei uns regional schon mal vor ein paar Jahren probiert, ist immer schwierig, gerade im Umfeld irgendwelche Flächen zu bekommen. Da muss man schon teilweise sehr gute Kontakte haben, aber wenn man natürlich da die Möglichkeiten hat, es ist ein Sachwert, ja, und von daher immer als Beimischung auf jeden Fall interessant, ja, wenn es insgesamt passt. Ja, schön, haben wir auch dieses Thema noch kurz angesprochen, weil wir hatten einen interessanten Podcast durchaus auch. Es gibt ja so gemanagte Landflächen, wo man also investiert und dann sich nicht mehr darum kümmern muss und wo man auch jährliche Renditen bekommt, weil da halt irgendwas angebaut wird, fand ich damals auch im Podcast auch eine sehr, sehr interessante Investitionsmöglichkeit. Ne? Man muss dann immer halt schauen, wie ist die Kostenstruktur, ja, wie läuft das Ganze dann ab, ne? Aber grundsätzlich, wenn man die Geldanlage prüft, ich habe da so ein Schema, ja, bei mir so, ich habe so einen Kurs, Finanzkompetenz des 21. Jahrhunderts, wo man so als Einsteiger einfach mal so wie eine Schablone über alles legt, wie ist die Sicherheit, wie ist die Renditemöglichkeit, und um dann selber mal für sich abzuwägen, beispielsweise wie lohnenswert ist so ein Bausparvertrag, um dann selber mal zu sehen, ne, oder andere Investments. Aber grundsätzlich spricht da natürlich nichts dagegen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die man da nutzen kann. Ja, dann vielen herzlichen Dank, Daniel. Ja, es war wirklich schön, über dieses Thema mal hier so doch schon relativ lange zu sprechen, aber es ist auch ein sehr, sehr breites Thema. Und absolut, ja. Auch vielen Dank von meiner Seite. Hat mich sehr gefreut. Und wir würden gerne deine Kontaktdaten dann natürlich am Ende mit einblenden. Ja, gerne. Interessierte Zuschauer und Zuhörer sich direkt an dich wenden können, wenn sie weitere Fragen haben, wird also direkt hier am Ende vom Video dann eingeblendet. Gerne. Also wir bieten Kennenlerngespräche an, da kann man gucken, inwieweit wir helfen können in der Situation, aber immer gerne alle herzlich willkommen, ja, die das Bewusstsein haben für sichere und rentable Geldanlagen. Klasse. Also, vielen herzlichen Dank. Ja, danke an euch. Dann danke dir, Daniel. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.